Hallo, hier sind wir in meiner Küche. Ich wurde jetzt öfter mal gefragt, wie mein Tag aussieht, was ich morgens früh esse, zum Mittag und zum Abend. Ja. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, bevor ich das jetzt wieder erkläre, in jeden Einzelnen, werde ich einfach, wie gesagt, dazu ein Video machen und euch ein bisschen so zeigen, was ich morgens früh und auch zum Mittag und auch zum Abendessen dann zu mir nehme. Area 4. Das heißt, direkt nach dem Aufstehen, vor dem Zähneputzen, erstmal ein Protein oder auch Mineraldrink mache ich mir da, ein Gemisch davon, von verschiedenen Sachen eben auch. Das heißt, ich fange an, dass ich in der Regel, habe ich immer 2 Tabletten Omega-3. Ja. Dazu kommt auch immer regelmäßig eine Tablette Zink dazu. Ich habe hier auch nochmal Magnesium. Das nehme ich aber eher später im Laufe des Tages, meistens vor dem Training. Man sollte nicht das Magnesium mit dem Zink zur gleichen Zeit nehmen, sondern in gewisser Weise einen Abstand lassen zwischen den beiden Einnahmezeitpunkten. Kommt dann noch mal Vitamine dazu, Vitamine A bis Z oder auch Mineralien, ja, die da mit drin sind, die, wenn man eben nicht so viel isst, ja, dann einen gewissen Teil abdecken, ja, den Bedarf, den man so ein bisschen braucht. Das ist einfach, wie gesagt, dass man auch gesund bleibt, dass man nicht so anfällig ist für Krankheiten eben. Dazu kommt Glutamin. Da nehme ich immer so ungefähr so 10 Gramm. Und momentan habe ich kein Pulver da, leider. Deswegen nehme ich dann Tabletten dafür oder Kapseln. Dann nehme ich dann noch 5 Kapseln BCAA. Dann kommt dazu noch 250 Milliliter Wasser. Das war's. Jetzt kommen wir zum Frühstücksessen. Und wie ich das dann zubereite, werden wir dann gleich sehen. Ich nehme zuerst 400 Milliliter Wasser, schütte es in den Topf und erhitze das dann. Währenddessen das erhitzt, bereite ich dann meinen ACE-Drink vor. Für 200 Milliliter ACE-Drink nehme ich eine Orange, eine Zitrone und eine Karotte. Ich pell sie und reinige dann auch die Karotte unter Wasser und tue dann eigentlich alle 3 Sachen in den Entsafter rein und das war's. Ja, das ist kein großer Akt. Ja. Ja, jetzt tue ich 60 oder auch 80 Gramm Haferflocken zum Wasser. Tue dann 6 Eier in die Schüssel rein, das heißt 3 volle Eier und 3-mal nur das Eiweiß. Es wird dann mit Kokosfett wird es dann vorbereitet, das heißt ich koche damit eigentlich auch mit Olivenöl teilweise oder mit Erdnussöl, aber überwiegend mit Kokosfett. Damit koche ich oder backe ich jetzt die Zwiebeln und die Paprika. Ja, jetzt kommt zum nächsten Akt und zwar fülle ich jetzt circa 100 Milliliter Wasser oder ein bisschen weniger auch, ja, in eine Schüssel rein, tue dann 60 Gramm Eiweißpulver dazu und rühre das oder verrühre das schon mal, sodass es eine glatte und ja, gute Konsistenz wird, ja, weil ich habe das öfter
den Fall gehabt, dass ich das dann direkt in die Haferflocken reingetan habe, das Pulver, und das wurde dann, erst hat dann verklumpt. Ja. Und so ist es dann besser, wenn ich es vorher mit kaltem Wasser ein bisschen vorbereite und das dann dazu gieße. Ja. Jetzt mache ich es in den Topf rein. Ich tue es auch ab und zu mal direkt in die Schüssel rein, woraus ich es esse. Und das ist dann eigentlich okay. Jetzt kommt das Ei zu den Zwiebeln und zu den Paprika. Das lasse ich dann auch so ein bisschen stehen und rühre das ab und zu mal um. Und ja, wird dann mit niedriger Temperatur erhitzt. So. Und das ist eigentlich dann nicht nur mein Frühstück, sondern auch mein Mittagessen. Ja, ich esse die Haferflocken dann zum Frühstück und das Ei mit dem Brot, esse ich dann in der Regel dann zum Mittagessen. Ja, vor dem Training nehme ich dann nochmal einen kleinen Shake mit 60 Gramm Eiweißpulver und dazu, je nachdem, welche Periode ich mich gerade befinde vom Training her, auch nochmal Kreatin, ja, und Magnesium. So, zuerst nehme ich die Kartoffeln und wiege sie erstmal ab. Das sind jetzt hier so Hauskartoffeln vom Bauern. Die sind relativ, ja, noch voller Dreck. Das heißt, man muss sie vorher gründlich abwaschen mit Wasser, ähm, und je nachdem auch ein bisschen noch abschrubben. Ja. Die schmecken sehr gut, muss man auch dazu sagen. Also ich finde sie sehr lecker. Ähm, Deswegen kaufe ich mir die auch. Die sind ein bisschen teurer natürlich als die normalen Kartoffeln, aber es passt. Ja, jetzt nehme ich hier ein Backpapier, was ich aus Backblech drauf tue. Ähm, Schneide dann die Kartoffeln je nach Größe. Ja, bei den ganz großen tue ich sie achteln, bei den mittelgroßen tue ich sie nur sechsteln und bei den kleinen tue ich sie nur vierteln, so dass ich dann eigentlich immer versuche, die Garzeiten für alle Kartoffeln relativ gleich zu halten. Leg sie dann aus Backpapier drauf, schön aufgereiht nebeneinander mit der Haut nach unten. So, das sind die Gewürze, die ich da jetzt nehme: Chili, Cayennepfeffer, bisschen weißen Pfeffer, Salz und auch ein bisschen Knoblauchpulver. Ja. Ich streue jetzt da kein Öl drüber, sondern tue nur ein bisschen Wasser drüber streuen über die Kartoffeln später, bevor sie dann in den Ofen reinkommen. Der Backofen ist natürlich vorgeheizt. Es kommt auf die mittlere Schiene, kommt das Backblech. Der Backofen hat jetzt keine Ober- und Unterhitze, sondern ist Umluft. Also nur warme Luft wird reingepustet. Und das ist ja, für mich persönlich zum Garen der Kartoffeln am besten. Ich habe jetzt da jetzt Hähnchenfleisch vom Markt. Die sind sehr groß, die Hähnchenbruststücke. Die kaufe ich dann ein bisschen flach. Ja, ich tue sie vorher einschneiden, damit ich ein bisschen etwas größere Fläche bekomme ich dadurch, und schlage dann im Endeffekt leicht auf die Oberfläche drauf, sodass das Fleisch nicht zerquetscht wird, aber dass es dann eben ein bisschen breiter wird von beiden Seiten. Dann kommt da natürlich wieder Gewürze drauf: Salz, weißen Pfeffer, Piment,
Chili natürlich und Curry. Ja, und Koriander. Ja, Koriander wird schön braun später durch das Koriander auch. Und ja. So, jetzt kann man gut sehen, wie ich die Pfanne hier ein bisschen einfette mit dem Kokosöl. Ganz dünn, nicht viel. Nimm dann das Fleisch und das kommt dann direkt rein und würze jetzt nochmal oben ein bisschen nach, ja, mit dem Salz und Curry und die anderen Gewürzen. Ähm, und das war's eigentlich. Jetzt lasse ich schön anbraten, von beiden Seiten, so circa 7 Minuten. Die Kartoffeln sind in den Ofen, die brauchen circa 20 Minuten. Und das ist das Ergebnis, das ist mein Essen nach meinem Training. Ein Stück leckeres Hühnerbrustfilet, ja, mit Potatoes, Kartoffeln dazu und Erbsen. Ja. Das ist mein Essen, ja, was ich am Tag so esse. Und ja, das war's. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Wenn ihr mehr von den Videos sehen wollt, dann abonniert den Kanal. Wenn ihr noch Fragen habt oder Anregungen habt, könnt ihr die gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Ich werde versuchen, die zeitnah zu beantworten. Sonst wünsche ich euch alles Gute und viel Glück und viel Spaß bei eurem Training und bei eurer Ernährung. Bis dann, ciao.